Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir beschäftigen uns nun mit dem Lösen von Gleichungen in Matrizenform. Also, wir haben hier ein System linearer Gleichungen gegeben und wir möchten das nun in Matrizenform lösen. Wie funktioniert das nun? Also, wir haben hier drei Gleichungen. A plus c ist 2, 2a plus b minus 2c ist 3 und a plus 2b plus 2c ist 0. Wir schreiben uns nun zunächst die erweiterte Koeffizientenmatrix an. Also, wir haben hier für a Koeffizient 1, b hat den Koeffizienten 0 bei der ersten Gleichung, c hat 1. Machen wir uns einen Strich und hier die 2, die Lösung. Dann die zweite Zeile, da haben wir Koeffizient 2, Koeffizient 1, Koeffizient minus 2. Und hier die 3. Und in der dritten Zeile haben wir 1, 2, 2 und hier 0. Was möchten wir nun tun? Wir möchten nun durch Äquivalenzumformungen hier die Koeffizientenmatrix in die Einheitsmatrix überführen. Da bekommen wir hier in der letzten Spalte die Lösung dieses Systems linearer Gleichungen. Also wir machen Äquivalenzumformungen. Was dürfen wir tun? Wir dürfen eine Gleichung mit einer Zahl ungleich 0 multiplizieren. Wir dürfen eine Gleichung zu einer anderen addieren oder subtrahieren. Und wir dürfen auch zwei Gleichungen vertauschen, also zwei Zeilen. So, wie schaut denn nun die Einheitsmatrix aus? Stellen wir uns die einmal vor. Wie schaut die aus? Sie schaut so aus. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Und 0, 0, 1. Und genau in diese Form wollen wir nun hier die erweiterte Koeffizientenmatrix bringen. Was schon einmal recht angenehm ist, wir sehen, hier steht eine 1, die haben wir hier auch. Jetzt möchten wir analog zur Einheitsmatrix hier drunter die beiden Nullen stehen haben. Wie kann ich das erreichen? Ja, ich kann das erreichen, indem ich hier von der zweiten Zeile minus 2 mal die erste Zeile abziehe. Ja, weil 2 minus 2 ist 0. Und hier erreiche ich es, indem ich von der dritten Zeile einfach die erste Zeile abziehe. Das sind gültige Äquivalenzumformungen. So. Jetzt die erste Zeile darf ich stehen lassen. 1, 0, 1 und die 2. Jetzt von der zweiten Zeile ziehe ich zweimal die erste Zeile ab. 2 minus 2 ist 0. 2 mal 0 ist 0. 1 minus 0 ist 1. 2 mal 1 ist 2. Minus 2 ist minus 4. Und hier haben wir auch 2 mal 2 ist 4. 3 minus 4 ist minus 1. Jetzt von der dritten Zeile ziehe ich einfach die erste Zeile ab. 1 minus 1 ist 0. 2 minus 0 ist 2. 2 minus 1 ist 1. Und 0 minus 2 ist minus 2. Jetzt schaut es den schon einmal nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt hier die 1, die ist in Ordnung. Und auch angenehmerweise haben wir hier eine 1. Wie hier in der Einheitsmatrix ersichtlich, steht hier über der 1 schon eine 0, aber unter der 1 steht noch eine 2. Das heißt, was machen wir? Wir ziehen von der dritten Zeile zweimal die zweite Zeile ab. Mit der ersten Zeile müssen wir nichts tun, die passt eh. Also, auch das ist wieder eine Äquivalenzumformung. Jetzt die erste Zeile schreiben wir ab. 1, 0, 1, Strich, 2. Auch die zweite Zeile können wir abschreiben. 0, 1, minus 4 und minus 1. Und jetzt heißt es dritte Zeile minus 2 mal der zweiten Zeile. 0 minus 0 ist 0. 2 minus 2 ist 0.
Jetzt haben wir hier, Achtung, Minus und Minus ist Plus. 2 mal 4 ist 8, 1 plus 8 ist 9. Und auch hier, Minus und Minus ist Plus. 1 mal 2 ist 2, minus 2 plus 2 ist 0. So, jetzt, wie schaut es jetzt aus? Jetzt haben wir hier eine 9 stehen. Wir möchten aber eine 1. Also multiplizieren wir die dritte Zeile mit 1 Neuntel. Das dürfen wir mit einer Zahl ungleich 0 multiplizieren. Jetzt können wir hier wieder abschreiben. Also 1, 0, 1, 1, 0, 1 und 2. Auch die zweite Zeile können wir abschreiben. Das ist 0, 1, minus 4 und minus 1. Und die dritte Zeile multiplizieren wir mit 1 Neuntel. Also haben wir dann 0, 0. 9 mal 1 Neuntel ist 1 und 0 bleibt 0. Jetzt schaut schon wieder ganz gut aus, gell? Wir haben hier 1, 0, 0. Passt. 0, 1, 0. Passt. Hier haben wir die 1 stehen. Okay, passt auch. Aber natürlich brauchen wir jetzt noch drüber die beiden Nullen. Also, wie geht es? Ja, wir addieren zur zweiten Zeile 4 mal die dritte Zeile. Also zweite Zeile. In dem Fall müssen wir plus 4 mal der dritten Zeile, weil minus 4 plus 4 geben 0. Ja, und von der ersten Zeile ziehen wir einfach die dritte Zeile ab. 1 minus 1 gibt dann auch 0. Auch das sind gültige Äquivalenzumformungen. Also, erste Zeile minus dritte Zeile. 1 minus 0 ist 1. 0 minus 0 ist 0. 1 minus 1 ist 0. Und 2 minus 0 ist 2. So, zweite Zeile plus 4 mal der dritten Zeile. 0 plus 0 ist 0. 1 plus 0 ist 1. Minus 4 plus 4 ist 0. Und minus 1 plus 0 ist minus 1. Und die letzte Zeile schreiben wir ab. 0, 0, 1 und 0. Und damit haben wir jetzt das Gleichungssystem gelöst, denn hier stehen nun genau die Lösungen für unsere Variablen a, b und c. Das heißt, die stehen hier schon. Hier steht dann das a, das b und das c. Also das a ist gleich 2, b ist gleich minus 1 und c ist gleich 0. Das heißt, wir können, wenn wir das hier vollständig durchführen, diesen Algorithmus, und hier diese erweiterte Koeffizientenmatrix, den linken Teil in die Form der Einheitsmatrix bringen, dann steht hier in der letzten Spalte die Lösung des Gleichungssystems. Man nennt dieses Gleichungssystem, haben wir diagonalisiert. Jetzt können wir es ausprobieren. A ist 2 plus 0 ist 2. Passt. 2 mal 2 ist 4, plus b ist minus 1 ist 3, minus 2 mal 0, 3 ist gleich 3. Also passt, und dann wird die letzte Zeile auch passen. Und damit haben wir das jetzt eigentlich sehr elegant und sehr schön gelöst. Und ich würde es auch wirklich empfehlen, sehr viele hören hier bei dem Schritt auf und müssen dann rückwärts einsetzen. Die elegantere Lösung ist hier die vollständige Diagonalisierung, und hier in der letzten Spalte steht dann die Lösung dieses Gleichungssystems. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.